Hausverwaltung dringend gesucht, doch immer mehr schmeißen hin. Dann kam eine neue Hausverwaltung, eine Frau, hatten wir alle einen guten Eindruck. Aber leider, die war nicht mehr auffindbar. Ja, das ist sehr frustrierend. Ich wünsche mir natürlich schon, es wäre anders. Hausverwalter und Eigentümer finden immer weniger zusammen. Wir bekommen jede Woche mindestens 400 Anfragen von WEGs, die nach einer neuen Hausverwaltung suchen. Max will wissen, warum ist es für Eigentümergemeinschaften so schwer, eine Hausverwaltung zu finden? Seit 2006 lebt Brigitte Keusch in dieser Wohnanlage in Frankfurt, zusammen mit insgesamt 10 Eigentümern. Es gibt einen Beirat und eine Hausverwaltung. Die wurde allerdings schon mehrfach ausgetauscht. Davon war der erste 2 Jahre nicht zufriedenstellend. Also der ist dann aber ordentlich gekündigt worden. Dann kam eine neue Hausverwaltung, eine Frau, hatten wir alle einen guten Eindruck. Aber leider, die war nicht mehr auffindbar nach einem Jahr. Also da mussten wir auch anwaltlich vorgehen. Und weil es auch noch Geld gefehlt hat, aber das ist dann durch den Anwalt alles irgendwann einmal geregelt worden. Und dann kamen wir zu einer Hausverwaltung vor Ort. Die haben wir sehr lange gehabt, die hat 2008 angefangen. 2024 hat die Hausverwaltung dann aus heiterem Himmel gekündigt, wegen Personalmangel und Überlastung. Dann ging die Suche nach einer neuen Hausverwaltung los. Die haben einfach nicht geantwortet auf Anfragen. Das war das Erste. Das Zweite, manche haben dann wirklich uns zukommen lassen, Angebote. Und wenn man sich auf das Angebot hin gemeldet hat, noch Nachfragen hatte, dann haben die sich dann nicht mehr gemeldet. Also es war nicht einfach. Und ich weiß auch von anderen Liegenschaften, dass es schwer ist, eine Hausverwaltung zu finden, weil wir halt auch nicht so groß sind. Das bestätigt auch Gregor Weil von Haus und Grund. Jeder dritten Eigentümergemeinschaft wird aktuell gekündigt. Vor allem kleine Wohneigentümergemeinschaften haben kaum eine Chance. Das liegt leider daran, dass es nicht genügend Hausverwalter gibt und dann im Endeffekt am Preis. Also die Verwaltungsvergütungen orientieren sich immer an der Anzahl der Wohneinheiten bzw. an der Wohneinheit. Es gibt immer einen Preis und ja, je weniger Wohneinheiten im Haus sind, umso teurer wird das natürlich. Eine Einheit zahlt durchschnittlich 20 bis 40 Euro pro Monat. Das summiert und lohnt sich natürlich für große WEGs deutlich mehr. Wie zum Beispiel hier. Zusammen mit 90 Eigentümern lebt Martin Bergmann in dieser Wohnanlage in Frankfurt. Zwar haben sie eine Hausverwaltung, doch die Arbeit ist oft alles andere als nachvollziehbar und transparent. Wir hatten leider eine undichte Balkonnaht vor einigen Jahren. Da kam bei Regen an mehreren Stellen das Wasser durch. Ich hatte damals den Verwalter angeschrieben und habe ihm auch Fotos geschickt. Ja, also das Ganze zog sich insgesamt über 16 Monate. Er hat dann verschiedene Handwerker geschickt, die vorbeikamen und das Ganze an den falschen Stellen repariert hatten. Kam dann schließlich noch ein Gutachter. Dieser hat eine Drohne um den Balkon fliegen lassen, um ein Gutachten zu erstellen. Nach 16 Monaten kam dann wirklich ein Handwerker, der die Silikonnaht erneuert hat und das Problem war gelöst. Jetzt wäre meine Frage natürlich, dadurch, dass die ganze Zeit verschiedene Handwerker vorbeikamen, wer zahlt diese unnötigen Reparaturen, die am Problem vorbei repariert wurden? Also grundsätzlich erstmal den Verwalter schriftlich darüber informieren, dass man das als unsinnig erachtet. Also wenn es wirklich komplett unsinnig ist, hat man auch das Recht, das einfach so zu bezeichnen und auch dem Verwalter so mitzuteilen. Vielleicht auch schon mit dem Hinweis, dass derartige Kosten später nicht unbedingt von der Wohnungseigentümergemeinschaft getragen werden sollten. So übereifrig die Hausverwaltung in diesem Punkt war, meistens macht sie sich rar und lässt wenig von sich hören. Wir haben besonders Schwierigkeiten bei Entscheidungen, wenn größere Erneuerungen vorgenommen werden müssen. Die sind dann vor einigen Jahren schon genehmigt worden auf der Eigentümerversammlung und ja, danach passiert nichts. Der Hausverwaltung kündigen wollen sie allerdings nicht. Dadurch, dass wir vorher auch eine andere Hausverwaltung hatten, wo die Situation ähnlich war, und der Aufwand doch sehr hoch ist, einen neuen Verwalter zu finden, dass dort viele Eigentümer resignieren. Ja. Zurück zu Brigitte Keusch und ihrer vergeblichen Suche nach einer Hausverwaltung vor Ort. Ihre Lösung sitzt jetzt in Berlin und betreut sie vor allem digital. Und dann, ich wusste gar nicht, dass das gibt, bin ich eben auf Online
Hausverwaltungen gestoßen. Und dann habe ich gesagt, mein Gott, das ist ja alles nur noch öffentlich oder so, also digital. Aber wir haben nicht nur das reine Digitale. Wir wollten noch einen Hausverwalter haben, vor Ort oder in der Nähe von Frankfurt. Und das haben wir so gemacht, dass wir einen Hausverwalter haben plus digital. Und genau das bietet die Hausverwaltung Matera. Mit der Arbeitserleichterung wollen sie vor allem kleinen und mittelgroßen WGs eine Chance geben, erklärt Geschäftsführer Moritz Himmelreich. Wir haben halt in den letzten 8 Jahren unsere eigene Software auch aufgebaut und die ermöglicht es uns einfach viel effizienter zu arbeiten, viele Prozesse zu automatisieren und dadurch können wir uns halt darauf konzentrieren, wo ein Hausverwalter wirklich einen Mehrwert bringt. Das sorge für Entspannung auf beiden Seiten. Denn nicht nur die Hausverwalter machen Fehler, auch die Zusammenarbeit mit den Eigentümern sei nicht immer einfach. Verwalter bekommen oft auch einfach viel Kritik ab und natürlich, wenn man halt kritisiert wird, hat man nicht unbedingt jetzt die Lust, die Extrameile zu gehen. Also das macht einfach etwas mit einem. Und dazu kommt einfach, die Erwartungen von Eigentümern sind teilweise auch sehr hoch, muss man sagen. Festzuhalten bleibt, es gibt immer weniger Hausverwaltungen in Deutschland. Wie in fast allen Bereichen unseres Lebens wird sich auch hier langfristig das Digitale durchsetzen.